Herzlich willkommen zu diesem Video. Ein Impuls aus meinem Herzen. Und falls du neu zu mir bist, ich channele das aus meinem eigenen inneren Sein. Zur Zeitsituation, in der wir gerade drinnen stehen, ich habe das ja auch vielfach alles schon in meinem Video Anfang des Jahres 2022 gesagt, für die Jahresvorausschau 22 und 23, was tatsächlich hinter den Dingen stattfindet. Und es entfaltet sich eigentlich genauso, wie ich das auch gesagt habe. Zeitlich ist das natürlich immer flexibel, weil wir ja jeden Moment erschaffen. Und das ist einer der Kernpunkte. Und es ist etwas ganz Wichtiges in dieser Zeit vor Augen zu haben. Unsere Gedanken, unser Fokus, das, wo wir unsere Energie hineingeben, wächst. Es ist so, dass die unlichten Kräfte diese Wandlung in ganz viel Licht, die hier stattfindet, immer mehr, genau jetzt kommen unglaublich viele Energien, sehr, sehr positive Energien auf die Erde. Die Energie auf der Erde steigt ständig. Und dieses Steigen von der Energie bringt drumherum und im eigenen die Dinge hoch, die nicht im Zusammenhang stehen, ja, die entlassen werden wollen. Also wenn du Negatives in deinem Leben um dich herum und in dir erlebst, hat das damit zu tun, dass das gehen will oder auch schon geht oder es braucht gerade nochmal den Anstups, dass du es abziehen lässt und verabschiedest. Und diese negativen Kräfte arbeiten ganz, ganz besonders über die Angst. In dir ist das der Verstand. Der Verstand selber ist von den gleichen Wesen uns eingepflanzt worden als Menschen. Natürlich gehört er eigentlich nicht zu uns. Aber dadurch, dass es in unserem Kopf stattfindet, glauben wir, das wären wir. Dabei sind wir indoktriniert worden durch die ganze Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, wie unser Schulsystem ist, wie unsere ganze Gesellschaft aufgebaut ist und wie die ganzen Sachen funktionieren. Das und das ist richtig, das und das ist falsch und so weiter. Und wenn du dem nicht folgst, dann bist du so und so nicht gut genug. Und zwar von Anfang an. Anstatt, dass wir lernen, unserem Herzen, unserem inneren Wesen, unserem vollkommenen Wesen, was unsterblich ist, unserem Sein zu folgen. Wir könnten ja auch eine Gesellschaft darauf aufbauen, dass jeder lernt, sein Inneres zu hören, sein Herz zu hören und daraus zu leben und all die Dinge zu tun. Das wäre eine Gesellschaft, in der Angst keinen Platz mehr hätte und die nicht manipulierbar, da wären die Menschen nicht manipulierbar, weil sie würden sehen, dass sie genau über das Herz den Zugang zu dem Wissen von allem haben, ja, zu dem, was andere denken, zu dem, was tatsächlich auf der Erde stattfindet, was hinter den Dingen stattfindet. Das funktioniert über das Herz. Du könntest auch sagen, wir sind eine Gesellschaft der linken Gehirnhälfte, der rationellen Gehirnhälfte, die haben wir ausgebildet. Und die rechte Gehirnhälfte, die mit der Imagination, dem Herzen zu tun hat, ist kaum da. Dabei kann nur die rechte Gehirnhälfte die Dinge wirklich verstehen. Die linke das sind die Dinge, die wir eintrainiert bekommen haben. Die greift immer auf das zurück, was wir bereits gelernt haben. Ja? Während die rechte greift viel weiter über alles hinweg. Und diese negativen Kräfte arbeiten eben über den Verstand, über die Angst, so dass wir als Menschen manipulierbar sind. Also die Angst ist
das wirkungsvollste Mittel, Menschen komplett aus ihrer Kraft zu halten. Wenn du dich jetzt selber anschaust und du erinnerst dich an Situationen oder du hast mit Angst zu tun, wirst du sehen, du kannst keinen klaren Gedanken fassen. Du folgst sofort, wenn dir jemand sagt, wenn du in Angst bist, da und da geht's lang, tust du, was der sagt. Das heißt, wie manipuliere ich Massen? Indem ich sie Schritt für Schritt sorgfältig andauernd in der Angst halte. Also einen anderen Sinn hat der Krieg nicht, der in der Ukraine und zwischen Russland stattfindet, als sozusagen so permanent schön schon mal von den Medien gefüttert, Menschen in der Angst zu halten. Auch alle anderen Ereignisse, ja, das ist ja alles schön und gut, sowas wie der Big Reset, ja, mit all den ganzen Maßnahmen, die die Menschen immer mehr unter Kontrolle halten sollen. Ich habe dazu ja auch schon einiges in meinen Videos gesagt, ja, wie zum Beispiel eben selbst so ein Handy ist in der Lage, mehr und mehr durch die Artificial Intelligence die gesamten Gedanken von dir zu dein Fühlen, dein Denken sozusagen festzuhalten und dann darüber dich zu manipulieren. Ja, super, das kann ich jetzt so sagen. Da kannst du sagen, oh, das ist ja furchtbar, das ist genau. Also sei gleichzeitig bewusst, das sind Dinge, die sozusagen da sind oder sagen wir mal alles, was mit Entstabilisierung zu tun hat, wie zum Beispiel, es ist ja ein bewusstes Szenario mit den Finanzen, was stattfindet, dass das immer mehr steigt und dann irgendwann zu einem Kollaps kommt, ja, das ist ein super Mittel, Menschen in der Angst zu halten, weil wenn dann das Finanzsystem oder so nicht mehr funktioniert, dann können Sie zum Beispiel wunderbar da reinkommen, wir haben jetzt die große Lösung mit einem, was weiß ich, Kryptowährungsgeschichte, wodurch dann die Leute sozusagen da alle sagen, ja super und nicht mehr drüber nachdenken, was das jetzt tatsächlich bedeutet. Ja, wie gesagt, linke Gehirnhälfte, nicht die rechte Gehirnhälfte ist in der Regel ausgebildet. Über die rechte würden wir vielleicht sofort sehen, was da los ist und dass man da besser die Finger davon lässt. Ja. Und dann mit diesem System die Menschen weiter unter Kontrolle halten wollen. Ja. Und das sind zwar Dinge, die sozusagen im Plan sind und das sind Dinge, die ausgerollt werden. Die Zauberkrankheit C hatte nichts anderes zum Sinn, als die Leute schon mal schön zu verunsichern und sie dann über diese Geschichte schon mal in dieses, wie sagt man, System einzubinden, wodurch Kontrolle mehr zugreifen kann. Aber das findet ja auch wieder über den Verstand statt. Je mehr ich dem Verstand folge, umso mehr glaube ich diese ganzen Dinge und kann darüber manipuliert werden. Ja, er selber ist bereits ein fantastisches Mittel zu manipulieren. Wie viel in deinem Leben hast du nicht getan von dem, was du wirklich hättest tun wollen, weil du Angst hattest? Alles, was Angst in uns bereitet, und wenn wir uns auf das fokussieren, was uns Angst bereitet, ziehen wir an und erschaffen, weil unsere Energie dort hineingeht. Das wissen diese dunklen Kräfte. Denn sie sind nicht in der Lage, sie sind absolut nicht in der Lage, dieses Erschaffen, was die Menschen können, durch ihren Fokus hinzubekommen. Was sie machen, ist, sie bringen über die Medien und über die Ereignisse im Außen
die Menschen in die Angst und damit sind es unglaublich viele Menschen, die in der Angst leben und genau dadurch das erst erschaffen. Egal, was dir jemand sagt, wenn dir jemand sagt, es stehen 500 Panzer bereit, um jetzt in dein Land einzufahren und es kommt jetzt der Krieg. Oder Tsunamis oder Erdbeben oder Finanzcrash oder was auch immer. Hier kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Absolut essentiell und du hörst mich kristallklar. Erst in dem Moment, wo du das annimmst, dass das so wäre, fängst du es an zu erschaffen. Ich sag's nochmal. Erst in dem Moment, wo du das akzeptierst, was du hörst, fängst du es an zu erschaffen. Du könntest also sagen, ab jetzt ist alles eine Einladung an dich. Willst du das erschaffen oder nicht? Und wenn du jetzt sagst, ja, aber was mache ich denn da, wenn das da ja steht? Du kannst es löschen. Du kannst es abziehen lassen. Du kannst es sich nicht inkarnieren lassen. So stark bist du. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Verstehst du? Weil es ist ja in deinem Bewusstsein. Es ist in deinem Leben, an deinem Bewusstsein eine Sache vorbeigekommen. Und wenn du nicht einhakst, kriegst du auch keine Herzrasen und Schwitzen und dramatischen Empfindungen und fängst das Ganze an zu aktivieren, sondern okay, und es zieht wieder ab und du kannst ein schönes Leben weiterleben. Der entscheidende Schlüssel, Angst und Stress, sind Faktoren, die uns Menschen aus unserem Körper möglichst weit nach oben ziehen, so dass wir kurzatmig und restlos nach außen orientiert sind und damit eine wunderbare Konfiguration für Manipulation bieten. Das muss aber so nicht sein. Wenn du tiefer sinkst, in deine Ruhe kommst, in die Natur gehst. Die Natur bringt uns immer zurück. Deine Gedanken ziehen lässt, nicht mehr an sie glaubst, sie abziehen lässt, durchziehen lässt, in deine Ruhe und immer tiefer sinkst und noch tiefer sinkst, ist dort ein Fluss zu finden. Eine Energie wie ein Fluss, die mit deinem inneren Wesen zu tun hat. Dieses innere Wesen kennt sich immer aus, lässt dich ausschließlich den Dingen begegnen im Leben, die du entschieden hast zu begegnen. Passiert nichts anderes. Dort bist du restlos getragen. Das ist der Strom, der dir geholfen hat, zu inkarnieren. Was kannst du aus dem Bewusstsein dafür, dass du inkarnierst? Kannst du dich erinnern, wie du diesen Prozess zustande gebracht hast, dass deine Eizelle in deinen Mutterbauch reingekommen ist? Nein. Was kannst du dafür, dass du atmest? Bewusst? Nur stören, aber sonst nichts. Was kannst du bewusst dafür tun, dass deine ganzen Organe funktionieren? Bewusst? Stören, aber nicht sie zur Funktion bringen und halten. Dieser tiefe Fluss ist das Entscheidende in dieser Zeit. Denn in diesem tiefen Fluss kannst du nur perfekt gehen und dem kannst du nur vollkommen vertrauen. Hier weißt du immer, worum es geht.
wo der nächste richtige Schritt ist, denn es gibt nur immer den richtigen nächsten Schritt. Sonst bin ich sofort wieder im Verstand, weil nur im Verstand gibt es Zeit, Vergangenheit und Zukunft, aber nicht in deinem inneren Wesen. Dort findet alles gleichzeitig statt und du bist alles. Was tun, wenn du mitten in der Angst, in den Panikattacken, im Stress unterwegs bist? Einmal werde dir klar, du bist extra dorthin gebracht worden, es ist nicht dein natürlicher Zustand. Damit du sozusagen deine Kraft abgibst und damit du manipulierbar bist. Ich habe sehr, sehr viele Jahre mit dem Thema Angst gearbeitet, und zwar insofern, als dass ich regelrecht in Phasen alles aufgesucht habe, wovor ich Angst hatte. Ich habe nicht Bungee-Jumpen oder solche Sachen gemacht, aber alle Begegnungs- und inneren Ängste, ja, sozusagen mich hinzustellen oder Dinge zu tun, was weiß ich, wie beispielsweise damals meine Modenschau in New York, die ich alleine organisiert habe und solche Sachen, die für mich vorher völlig undenkbar gewesen sind und. Und ich habe mich immer der Angst gestellt und ganz viele Erfahrungen gemacht und bin immer durch die Angst durchgegangen und bin immer angstfreier und angstfreier und angstfreier geworden. Wirklich in einem sehr hohen Ausmaße. Weil die Erfahrung natürlich, wenn man durch die Angst hindurchgeht, sieht man, boah, es ist fake. Das Leben überhaupt erst in einer viel tieferen, satteren, farbigeren, erfrischenderen, wunderbareren Weise startet überhaupt erst hinter der Angst. Ja, solange ich noch von der Angst zurückgehalten werde, ich kann zum Beispiel das und das alles nicht tun, weil sonst kann ich meine Rechnung nicht zahlen, lebe ich auf einem ganz anderen, sag mal, viel mehr in einer Kiste im Verhältnis zu, wenn mir das alles egal ist und ich auf meinen Strom verlasse und anfange, durch die ganze Welt zu reisen innerlich. Also das heißt, mir ganz viel Freiheit gönne, wirklich das zu tun, was ich wirklich tun will. Ja, das ist ein ganz anderes Bewusstsein. Und da sehe ich dann, boah, ja, wenn ich mal die Angst loslasse und da durchgehe, dann kommt unglaublich Unterstützung. Die Angst, Stress, wie gesagt, hat mit dem Verstand zu tun. Der Verstand ist sehr, 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 sehr wirkungsvoll organisiert. Ja, er ist ja wirklich dafür da, dass du nicht in deine Kraft kommst. Also wenn du ihm glaubst, dass das alles ganz furchtbar ist und er ist in deinen Körper hinein geankert, das heißt, du fühlst tatsächlich, wenn du der Angst begegnest, Schweißausbrüche, Zittern, nicht mehr klar denken können. Das kann dir bis zur Bewusstlosigkeit kannst du kommen durch die Angst. Und Panikattacken können dafür sorgen, dass du weder schlafen kannst noch sonst etwas. Und du kommst in eine Spirale, ja, die dich immer weiter nach außen treibt, immer mehr in den Verstand hinein und immer weiter weg von dem, was du bist. Also der erste Anfang, wenn du dort durchgehen möchtest, ist, dass du anfängst, wie ein Forscher das zu beobachten, was mit dir passiert. Und anfängst, die Anhaftung zu lösen, indem du mitten in der Angst stehst und du kannst dir kleine Sachen vornehmen, wovor du Angst hast, sonst zu tun, ja, und die mal tun und genau beobachten, was passiert. Ich durfte erfahren, dass jegliche Art von Angst schlussendlich immer eine Fata Morgana ist. Es ist ein Szenario, was biologisch in unserem Körper stattfindet, mit allen Sensationen, die sich wirklich echt anfühlen und dadurch glauben wir, es wäre echt. Wenn wir aber drinnen stehen und die beobachten, hört sich die Angst relativ schnell auf. Dann wirst du sehen, dass der Verstand weiter und weiter versucht, dir die Bilder anzuschärfen, die dir Angst machen. Wenn du sie weiter und weiter einfach
beobachtest und die Angst abziehen lässt oder einfach zulässt, was du genau beobachtest, wie ein Forscher, ja, wie ein Phänomen, wie eine chemische Reaktion, die du beobachtest, kommst du irgendwann an den Punkt, wo sie weg ist. Und dann tust du, was du tun wolltest. Je mehr du das tust, umso leichter wird das. Am Anfang ist es noch am schlimmsten. Und du kannst es so beobachten von, wow, ist ja wirklich irre, wow, sagenhafte Emotionen gehen da durch meinen Körper. Immer einfach abziehen lassen, beobachten. Das ist das eine, und das andere ist, sowohl Meditation ist ja dafür da, in dich hineinzusinken, in die Tiefe zu sinken, in die Ruhe zu kommen. Oder das Gleiche ist auch in der Natur oder mit Tieren, dass du deine ständig ratternde Mind, also Verstand, Plappermaschinerie ausschaltest und zur Ruhe kommst. Also da musst du eben ansonsten einen absoluten Schnitt machen, wenn du in Panikattacken und in der Angst und im Stress bist, und dir etwas überlegen, wo du restlos loslassen kannst, was du voll genießen kannst und wo du abschalten kannst. Weil wenn wir wieder da raussinken aus diesem Hochzwiebeln in unsere und raus, also raus auch aus dem nach außen schauen, ja, in uns hinein, setzt sich alles natürlich wieder ineinander. Ja, und wir können ja zum Beispiel in der Natur einfach mal uns an einen Fluss setzen und sozusagen die Emotionen in den Fluss hineingeben, abspülen lassen, quasi richtig so, wie wenn du dich reinigen würdest. Musst du gar nicht drinnen sein im Fluss, du kannst dich daneben setzen und fühlen, wie alles abfließt, was dir Angst bereitet. Und fängst dann an, immer mehr einfach mal nur dem Fluss zuzuschauen, ohne was zu wollen. Und das ist auch wie eine Meditation. Und kommst runter und immer weiter runter. Und je mehr du das tust, je mehr kommst du wieder zurück in deine Kraft. Das heißt, das ist Absicht, dass Menschen aus sich herausgetrieben werden über die Angst und den Stress und Attacken, Panikattacken, damit sie manipulierbar sind. Menschen sind überhaupt nicht manipulierbar, wenn sie in ihrer Ruhe sind und nach innen hören und an ihrem Herz angeschlossen sind, und es kann ihnen auch gar nichts passieren. Gar nichts. Jedes Ereignis, was dir angereicht wird, im Außen, durch eine Erzählung, durch die Zeitung, durch das Fernsehen, durch das Radio, durch die Medien, durch die Social Medias, von außen auf dich zukommt. Was du nicht willst, was sich nicht für dich stimmig anfühlt, kannst du wieder abziehen lassen, vorbeiziehen lassen. Erst in dem Moment, wo du dich einhakst, es glaubst, fängst du es an zu erschaffen. Das ist Gesetz. Wenn du deine Kraft da hineinsetzt in eine Welt des Miteinanders, der gesunden Natur, der Leichtigkeit, der Freude, no matter what, was außen passiert,
kommt das immer mehr und mehr in dein Leben. Wenn du noch nicht bei mir, meinem Kanal angemeldet bist und das jetzt gerne tun möchtest, freue ich mich auf dich. Und ich freue mich auch auf dich das nächste Mal. Und es ist wunderbar, dass du den Mut hattest, in diese Zeit inkarniert zu haben, denn es ist eine faszinierende Zeit und du hattest eine klare Intention, jetzt zu dieser Zeit dabei zu sein, sonst hättest du nicht all das auf dich genommen, genau jetzt hier zu sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.